Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Familie Elektrisiert. Ich bin Manuel, Vater von 4 zauberhaften Kindern und mit der ebenso zauberhaften Sarah verheiratet, die heute ebenfalls kurz im Video zu sehen sein wird. Hin und wieder komme ich ja in den Genuss, E-Autos zu testen und diese auch im Hinblick auf ihre Familientauglichkeit zu bewerten. Dass ich auch noch selber 2,2 Meter groß bin, kommt dann halt auch noch dazu. 2 Wochen durfte ich mit meiner Familie das Tesla Model X in Deep Blue Metallic mit 7 Sitzen fahren und testen. Jetzt sogar noch mit Schnee. Im ersten Video gab es in den Kommentaren einige Missverständnisse. Ich habe dieses Auto nicht gekauft, es gehört mir nicht und es handelt sich, wie eigentlich immer bei meinen Videos, um einen Pressewagen. Es ist auch kein Neuwagen, sondern hatte bereits 11.000 Kilometer auf dem Tacho, als ich es in München abgeholt hatte. Das vibrierende Lenkrad aus dem ersten Video war natürlich ein, nennen wir es mal No-Drive. Tesla sah das übrigens genauso und wie in einem Short berichtet, hat Tesla das Problem auch direkt behoben. In den letzten 11 Tagen gab es keine Vibrationen mehr. Es lag an einer Unwucht einer Felge, wie der ein oder andere auch schon vermutet hatte. Sowas kann passieren, ist aber für einen Pressewagen natürlich ein bisschen doof. Tesla Berlin und Tesla Düsseldorf haben sich aber schnell, professionell und freundlich darum gekümmert. Dafür ein großes Danke und jetzt halt auch nochmal dafür, dass ich das Model X 2 Wochen testen durfte. Wie immer gibt es bei Tesla hinsichtlich der Ausstattung keine großen Alternativen oder Möglichkeiten. Das Model X, wie es hier hinter mir steht, kostet fast 105.000 €, was es, und ich betone das gerne auch noch einmal, für mich unmöglich macht, es zu besitzen oder zu leasen. Wählt man das noch stärker motorisierte Plate Model, eine weiße Innenausstattung, Ultra Red als Farbe, 22 statt 20 Zoll große Felgen und das Yoke-Lenkrad, kommt man sogar auf über 125.000 €. Preislich startet das Model X jedoch knapp im 5-stelligen Bereich, wenn man auf die eben genannten Extras verzichten kann. Eine Anhängerkupplung ist übrigens beim Model X Serie und erlaubt tatsächlich eine Zuglast von bis zu 2.300 Kilogramm. Bevor wir uns das Model X von außen und innen aber genauer ansehen, möchte ich euch den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Kings & Priest aus Düsseldorf ist ein Modelabel, welches großen Wert auf Nachhaltigkeit und hochwertige Materialien sowie lokale Produktion legt. Ich trage nicht nur in diesem Video immer mal wieder den Schal oder halt auch den Beanie, alles aus 100% Merino-Wolle. Hier seht ihr die verschiedenen Varianten in Blau und hier habe ich sie auch noch in Grau mit einem weißen Inlay und die gibt es auch noch in Beige. Merino-Wolle ist ein echtes Allround-Talent. Sie ist atmungsaktiv, kratzt nicht, wärmt im Winter und kühlt im Sommer, also eigentlich perfekt für alle Jahreszeiten. Außerdem speichert sie Feuchtigkeit, was bei mir nicht ganz so falsch ist, ohne sich halt dann feucht anzufühlen, und sie knittert auch nicht. Das Garn kommt übrigens aus Italien von Segna Baruffa, eines der besten Firmen, wenn es um hochwertige Wolle geht. Schal und Beanie werden übrigens nur knapp 60 Kilometer nördlich von Düsseldorf in einer feinen Strickmanufaktur hergestellt. Auf der Internetseite findet ihr neben Beanie und Schal auch noch Hoodies, Caps, Jogginghosen und vieles mehr. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum trägt Manuel jetzt kein Hoodie und keine Jogginghose von Kings & Priest? Ja, einmal ist es jetzt zu kalt, aber es gibt noch einen anderen Grund, denn die sind eher für normal große Menschen gemacht. Mein Bruder und meine Schwägerin Johanna, die sind zumindest normal, was die Körpergröße angeht, und sind mega begeistert davon. Falls ihr noch ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk sucht, das nachhaltig und lokal produziert ist, dann schaut unbedingt bei Kings & Priest vorbei. Bis zum 2. Dezember gibt es im Rahmen der Black Friday Deals noch 30% Rabatt auf alles. Und den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Und jetzt kommt's, noch ein Punkt, ihr könnt auch noch was gewinnen. Kings & Priest verlost ein Beanie und einen Schal. Und um teilzunehmen, folgt einfach der Instagram-Seite von Kings & Priest und kommentiert unter dem Beitrag, der dieses Gewinnspiel ankündigt, mit "Ich komme von Familie Elektrisiert". Den Link zu diesem Beitrag findest du auch in der Videobeschreibung und auch im ersten Kommentar. Viel Glück und viel Spaß beim Shoppen und Mitmachen. Und jetzt geht's aber los. Wir schauen uns das Model X von innen und außen an. Und zwar ist es ja so, ich suche gerade was, genau, und zwar suche ich mein Handy, dass eigentlich das Handy mittlerweile das einzige ist, was wir brauchen, um so ein Auto zu fahren. Also beim Model X ist das wirklich, ich habe eigentlich so eine Karte noch dabei gehabt, habe ich euch im letzten Model 3 Video auch schon gezeigt. Die brauche ich eigentlich nicht, denn es reicht, das Handy wirklich nur in der Tasche zu haben. Und jetzt kann ich einfach so, wie ich bin, hier zum Auto gehen. Ihr merkt schon, das Auto geht an. Aber das Besondere ist auch, wenn ich jetzt hier zur Tür gehe, wird mir auch direkt die Tür geöffnet, dass ich einsteigen kann. So, wenn ich jetzt von der Seite komme, geht die Tür dann auch direkt richtig weit auf. So. Und wenn ich mich reinsetze und auf die Bremse trete, geht die Tür auch von alleine wieder zu.
faszinierend. Ja, das ist natürlich irgendwie auch eine Spielerei. Aber man gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran. Also man muss nicht irgendwie einen Schlüssel mehr suchen und keine Ahnung, man geht halt einfach zum Auto und die Türen gehen automatisch auf und zu. Dasselbe haben wir hinten übrigens mit dem Handy auch am Kofferraum. Wenn ich nur lang genug am Kofferraum stehen bleibe, fängt der Kofferraum irgendwann an zu tuten und geht dann auch von alleine auf. Also auch hier muss ich nichts machen. Den Kofferraum, der ist da noch ein paar Sachen drin, den zeige ich euch aber später nochmal. Und natürlich ist es auch so, dass ich natürlich nachher, wenn ich im Auto sitze, auch direkt damit losfahren kann. Also ich brauche wirklich keinen Schlüssel mehr. Und wenn ich mich jetzt mit dem Handy, ohne dass ich was drücke, wieder vom Auto wegbewege, dann wird das Auto jetzt auch gleich wieder ausgehen. Ja, das ist auf jeden Fall, wie ihr jetzt gesehen habt, Spiegel klappen ein, Auto ist zu. Und das ist natürlich das Maximale an Komfort, was man haben kann. Ich brauche es nicht, aber wenn man es hat, ist natürlich irgendwie geil. Also, jetzt sind wir hier und da steht es. Es ist halt ein Auto, ne? So, was soll ich dazu sagen? Der Kia EV9, den ich ja schon mal fahren durfte im Sommer, der kam auf jeden Fall noch mal ein bisschen bulliger und noch mal ein bisschen panziger und so weiter daher. Klar, das Model X ist groß, aber es ist nicht irgendwie so, boom, da ist es und da fällt es auf. Wir haben hier natürlich Matrix-LED-Scheinwerfer. Die sind, glaube ich, auch hier mit dem Update erst zu diesen Matrix-Scheinwerfern geworden. Das heißt, wir haben in der Ausleuchtung der Straße wirklich immer alles perfekt ausgeleuchtet. Und wie ich das eben sagte, mit der Karte können wir das Auto auch öffnen, indem wir halt die Karte hier ranhalten. Das ist ja normal bei Teslas. Und dann können wir hier die Tür jetzt, wenn das Auto quasi aktiviert ist, die Türen durch einen kleinen Druck öffnen. Und dadurch, dass die Türen motorverstärkt sind, brauchen wir sie auch beim Schließen gar nicht so feste zumachen, sondern wir können sie einfach sanft dagegen drücken und dann machen die den Rest von alleine. Okay, was das Besondere, das ultimativ Besondere natürlich beim Model X ist, sind diese Falken-Flügeltüren und die können wir natürlich auch durch diesen, wenn man die richtige Stelle drückt, auch durch einen Druck auf die Stelle dann öffnen. Das ist jetzt so eingestellt, dass sie nicht direkt ganz hoch gehen, weil man zum Beispiel bei Regen und so weiter erstmal so schutzmäßig da rein möchte. Ich kann aber, wenn ich möchte, jetzt hier innerhalb des Autos noch einen Knopf drücken und dann geht die Tür noch weiter auf. Ja, und dann haben wir hier den Innenraum, das können wir gerne mal ein bisschen näher versuchen zu zeigen. Wir haben hier den Siebensitzer und das ist sicherlich natürlich eine sehr gelungene Variante für uns als sechsköpfige Familie. Jetzt kann man eigentlich ganz gut den Unterschied tatsächlich sehen, wie unterschiedlich hoch die Türen halt aufgehen. Aber auch hier mache ich sie jetzt mal ganz auf. Diese Rückbank ist, wie man es vielleicht auch kennt, nicht mittig geteilt logischerweise, sondern wir können hier zwei Sitze und einen Sitz getrennt behandeln. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diese Sitzreihe umzuklappen oder hier auch tatsächlich in der Neigung zu verstellen. Also wenn die Leute, die hier sitzen wollen, es ein bisschen gemütlicher haben wollen, habe ich hier die Möglichkeit halt zu sagen, wir machen das so oder wir machen es halt ein bisschen steiler, so diese normale Einstellung oder halt ganz nach hinten. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, die Sitzbank nach vorne und nach hinten zu legen. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Nee, geht's nicht. So, und das kann ich natürlich mit dem Einzelsitz, den wir vorne haben, mit dem Kindersitz, auch getrennt machen. Hinter mir selber zu sitzen ist natürlich ein bisschen schwierig. Kommt in der Realität auch relativ selten vor. Also wenn meine Frau jetzt fährt, die würde den Sitz viel weiter nach vorne machen, dann würde ich hier auch bequem sitzen können. So, aber was ich euch hier besonders zeigen will, und das ist, denke ich, auch die Besonderheit, wie im Model 3, haben wir hier ein Display, in dem wir halt nach wie vor auch wieder Netflix, YouTube, Twitch und so weiter schauen können. Meine Kinder lieben es hier auch, diese Spiele zu spielen oder halt auch Musik zu hören. Das ist alles möglich. Oder auch hier die Lüftung zu steuern. Auch das haben wir hier durch diesen wunderschönen Touch-Effekt. Das finde ich wirklich optimal, dass man hier halt einstellen kann, wo die Luft hin soll und wo nicht. Ja, die Temperatur kann ich halt hier regeln und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier hinten, wie man jetzt hier ganz gut sieht, auf allen Sitzen, also auf allen 7 Sitzen haben wir Sitzheizung. Das heißt, ich kann jetzt hier die Sitzheizung aktivieren und einstellen oder auch für den da hinten und so weiter. Das ist alles möglich. Und ich kann hier auch tatsächlich den Beifahrersitz nach vorne fahren. Und das eigentlich Coole ist halt, dass ich die Möglichkeit habe, hier noch Game Controller drahtlos anzuschließen, Bluetooth-Kopfhörer anzuschließen, sodass wirklich die hintere Rückbank auch getrennt von den vorderen eigene Sachen hören kann. Wenn wir jetzt hier sitzen, haben wir halt die Möglichkeit mit diesen 2 Tasten, die haben wir auf jeder Seite, halt auch die Türen zu schließen. Das mache ich jetzt mal.
Genau, dann geht der Norm am besten ein Stück zurück. So, was passiert denn, wenn ich hier stehe und jemand macht die Tür hier von innen zu? Wir werden es jetzt mal ausprobieren. Nichts. Also ich drücke jetzt nochmal. Hier sind tatsächlich Sensoren verbaut, die es verhindern, dass die Tür zugeht, wenn hier jemand steht. Was ich natürlich machen kann, ich kann jetzt von innen hier den Knopf drücken und weggehen. Und dann schließt sich die Tür auch ganz normal wieder. Natürlich kann ich aber auch die Tür ganz normal schließen, indem ich hier auf den äußeren roten Knopf drücke. Und dann ist sie auch zu. So, hier haben wir jetzt einen Knopf an der Rückbank, den können wir jetzt drücken. Und dann können wir diese ganze Bank nach vorne schieben. Und das ermöglicht es meinem sympathischen und immer gut aussehenden Probanden Norman nach hinten zu gehen und sich da mal hinzusetzen. So, und jetzt ist ja die Frage, wollte ich noch zeigen, hier haben wir Getränkehalter auch, alles dabei. Die Frage ist nur, ob wir die Rücksitzbank überhaupt noch zukriegen. Ja, das gucken wir jetzt mal. So geht's. Also du meinst, ist eher was für die Kleinen, ja? Das ist eher was für die Kleinen, weil guck mal, ich kriege meine Füße hier echt nicht mehr raus. Warte mal. Ja. Mach das Auto doch nicht so dreckig. Ja. Ich komme hier nicht mehr raus, ey. Ja, bleibst du da jetzt einfach mal drin. Der Fluchtweg ist hier verstellt. So. Vielleicht komme ich ja durch das Fenster raus. Genau, aber dann drück doch mal das Knöpfchen und dann kannst du die, glaube ich, wieder nach vorne schieben. Also, Das Knöpfchen. Ah. Okay. Ja gut, Norman, irgendwo muss der Preis ja herkommen. Okay, kommen wir mal direkt zum Kofferraum. Den möchte ich gerne noch zeigen. Bei den hinteren Sitzen habe ich hier ein Knöpfchen, was ich auf den Sitz drücken kann. Und dann wird dieser auch elektrisch nach vorne geklappt, wenn jetzt nicht die Rückbank noch verstellt wäre, wie ich es gerade gemacht habe. Aber hier an dem seht ihr eigentlich ganz gut, dass es halt umklappbar ist. Und das ist der Moment, in dem ich euch auch mal die 5-Sitzer-Variante zeigen möchte. Und die seht ihr jetzt. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Und wie ihr seht, hat der jetzt nur 5 Sitze. Der hat jetzt nur 5 Sitze, aber er hat eine weiße Innenausstattung. Und ich muss sagen, das macht schon noch mal ordentlich was her, wenn ihr mich fragt. Also hier diese weißen Sitze. Alter Falter, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Kindern eine kluge Entscheidung ist. Aber so finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr schick. Irgendwie kriege ich diese Tür. Ja. So. Und natürlich auch innen vorne. Hier haben wir auch ein anderes Holz tatsächlich. Also ist von der Innenausstattung ein bisschen anders. Also ich muss sagen, das gefällt mir noch ein bisschen besser. So, und jetzt schaut euch mal hier den Kofferraum an. Das ist ja das, was sich da tatsächlich unterscheidet. Wir haben also so oder so schon mal eine riesen Kofferraumfläche. Und hier drunter halt auch noch mal Platz. Und das kann man hier quasi alles rausnehmen. Und da hat man einfach einen Mörderplatz hier drin. Aber gut, das ist halt ein großes Auto, wo normalerweise noch 2 Leute sitzen können. Aber wer natürlich irgendwie das irgendwie braucht, weil er im Alltag auf Tournee ist und da eine Anlage oder was auch ein Schlagzeug mitnehmen muss, der wird sich darüber freuen. Was bei vielen Elektroautos und bei Tesla ist da sicherlich der Vorreiter. Besonders gut ist das Platzmanagement in so einem Auto. Ihr habt gerade beim 5-Sitzer gesehen, wie viel unfassbarer Platz unter diesem Ladeboden noch sind. Aber auch hier haben wir nicht wenig Platz. Denn wenn man hier diesen Ladeboden noch rausnimmt,
kann man sehen, dass es da, wenn auch schmutzig, ein bisschen tief noch runter geht tatsächlich. Und das Gleiche haben wir hier auch. Wir könnten so eine Klappe zum Beispiel auch noch rausnehmen und haben halt da hinten auch noch Unmengen. Das sind vielleicht nur kleine Stauräume, aber die können im Alltag, glaube ich, wirklich helfen. Gerade als Familie, wenn man da noch eine Wickeltasche hat und so weiter, ist das sehr, sehr gut. So, ich habe jetzt mal die dritte Rückbank auch hochgeklappt. Also hier diese Einzelsitze. Ihr habt eben gesehen, dass man die auch einzeln wieder zurückklappen kann. Aber ich finde, was halt bemerkenswert ist, dass man hier trotz bei 7 Personen noch eine Ladefläche hat, die halt nicht schlecht ist. Besonders wenn ich hier unten diese Tiefe noch sehe, die ich euch eben schon gezeigt habe. Also hier, finde ich, geht schon noch eine Menge rein. Das ist ja nicht immer so, wenn man 7 Sitze hat. Da ist es ja dann häufig so, dass man die 7 Sitze dadurch bezahlt, dass man irgendwie gar nichts mehr in den Kofferraum kriegt. Aber selbst wenn das nicht mehr reicht, wenn 7 Personen mitfahren, haben wir immer noch den allseits beliebten Frunk. So, den Frunk, den musste ich jetzt von innen öffnen über eine Taste auf dem Display, weil halt, wie gesagt, mein Handy gerade im Einsatz ist. Aber hier sieht man mal wieder, das volle Potenzial des Platzes ausgeschöpft. Also hier gehen mal locker noch 2 Reisetaschen rein. Das finde ich einfach super geil und super genial. Und wie übrigens überall auch noch extra mit Filz ausgekleidet und so. Also es ist sogar jetzt schon zu schade, um da irgendwelche Wintermatschklamotten reinzuschmeißen. Finde ich genial. Was wir, Norman und ich, in dem Fall nie verstehen, ich muss das mal recherchieren, ist, warum diese Klappen dann nicht mehr elektrisch auf und zu gehen. Also hier müssen wir wieder zumachen und dann hier in der Mitte zentral drücken und dann ist es auch wieder zu. Wie ich das eben schon gezeigt habe, reicht es hier beim Model X tatsächlich einfach nur den Fuß auf die Bremse zu tätigen, ohne dass ich sonst was tue. Und die Tür schließt sich wieder selbstständig. In dem anderen Video habe ich ja schon erwähnt, dass ich diese größte Windschutzscheibe der Welt wirklich faszinierend finde. Wie ist das nun mit der Sonnenblende? Ja, hier haben wir auch eine Lösung. Und zwar so eine magnetische Leiste, die wir quasi außen einklappen können. Und dann können wir das noch runterklappen. Und wir können das wahrscheinlich auch einfach so drehen und so weiter. Also hier haben wir viele Möglichkeiten. Ich habe das auch schon im Einsatz gehabt, die uns da helfen, tatsächlich die Sonne auch wegzuhalten. Was beim Model X natürlich auch anders ist als bei den Teslas, die ich bisher fahren durfte, ist, dass wir hier vorne jetzt noch ein Display haben. Und hier wird während der Fahrt auch dieses Radar quasi angezeigt, wo wir sehen, wo was ist und so weiter. Das haben wir dann auf diesem Display nicht mehr. Und dieses Display, ja, das ist nach wie vor eines der geilsten Displays oder Bedienungseinheiten in einem Auto, was ich kenne. Also das ist sowas von schnell und sowas von, das funktioniert halt einfach so, wie man sich vorstellt. Der Mensch ist hier einfach langsamer als das Display und so will ich das eigentlich immer haben, dass das einfach super funktioniert. Was beim Model X jetzt auch noch besonders ist, das ist, dass ich dieses Display auch in der Neigung ändern kann. Und das kann ich jetzt so einstellen, dass es halt zu mir geneigt ist. Oder ich kann es tatsächlich auch so einstellen, dass es zum Beifahrer geneigt ist. So, was wir hier auch finden, was wir sonst nicht hatten, ist tatsächlich die Einstellung der Fahrwerkshöhe. Die ist jetzt auf Mittel eingestellt und wenn wir jetzt die Kamera mal nach vorne richten und so ein bisschen den Horizont beachten, dann werdet ihr sehen, wenn ich es jetzt auf sehr hoch einstelle, dass das Fahrwerk ein bisschen angehoben wird. Und jetzt gehe ich mal auf ganz niedrig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber man merkt halt wirklich spürlich, dass das Fahrwerk hoch und runter geht. Und dann haben wir hier noch die Federungsdämpfung, die können wir halt auch einstellen, so wie wir es möchten. Ob wir ein sportliches Fahrwerk haben möchten oder ob wir lieber das automatisch bestimmt haben möchten, je nachdem, wie schnell wir fahren, wo wir fahren oder ob es einfach komfortabel ist, was ich natürlich bevorzuge. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir diese Einstellung, die wir hier vornehmen können, auch ortsabhängig machen können. Das heißt, wenn wir irgendwie zu Hause in eine tiefe Tiefgarage fahren, ist es tatsächlich möglich, dass das Auto das vorher weiß und das Fahrwerk halt ein bisschen höher einstellt, damit es halt nicht irgendwo aufsetzt. Normalerweise ist es ja so, dass ich hier einstellen kann, ob ich vor- und zurückfahren möchte, indem ich diesen Ding hier nach oben, nach unten bewege. Aber hier gibt es auch die Möglichkeit, das einfach hier drüber zu machen. Also wer Sorge hat, das Display fällt aus und dann kann man nicht mehr fahren. Hier sind auch diese Touch-Tasten. Die sind halt normalerweise deaktiviert. Ich habe sie jetzt durch einen langen Tastendruck aktiviert. Natürlich kann ich auch hier vom Display aus die ganzen Türen auf und zu machen. Auch bei den Falcon Wing Türen kann ich hier einstellen, ob sie ganz aufgehen sollen oder nur etwas aufgehen sollen. Das ist hier alles möglich. Kofferraum kann ich öffnen, Fahrer-, Beifahrertür. Also wenn ich jemanden abhole, drücke ich einfach hier drauf und dann geht die Tür direkt auf, sodass der auch, wenn er die Hände voll hat mit Weihnachtsgeschenken, da gar nichts mehr machen muss. Was hier auch möglich ist, ich kann auch das Display von hinten hier sehen. Das heißt,
Ich kann jetzt hier auch die Einstellungen sehen, die man hinten machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hinten die Lüftung anmachen möchte, kann ich das hier wieder einstellen für die hintere Sitzreihe. Ich kann auch im Stand mitverfolgen, was die so gucken. Oder ich kann auch gucken, wenn sie hier ein Spiel spielen, wie es da gerade läuft und so weiter. Ist eine ganz lustige Sache. Das vielleicht Wichtigere ist, dass ich diese Anzeige auch hier sperren kann. Und dann ist mal vorbei mit der Spielerei im Auto. Zumindest für die, die hinten sitzen. Auch vorne habe ich natürlich die Möglichkeit, hier die Klimaanlage zu steuern, die Luftzufuhr, wo soll sie hingehen. Das ist hier alles über diese Displays möglich, finde ich richtig gut. Und hier habe ich natürlich auch den Camping- und den Hundemodus. Das heißt, wenn ich den Hundemodus aktiviere, dann bleibt ja alles hier an Lüftung und so weiter. Und ich kann den Hund getrost im Auto lassen, während ich einkaufen gehe. Oder wenn ich in diesem Auto, was hier tatsächlich auch, glaube ich, gut möglich ist, schlafen möchte, kann ich natürlich hier auch den Campingmodus anmachen. Das heißt, das Fahrzeug bleibt eingeschaltet und so weiter. Die Türen werden aber verriegelt und ich kann hier drin nicht ersticken. Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich die meiste Bedienung mit dem falschen Finger getan habe. Ich entschuldige mich dafür recht herzlich. Meine Frau hat mir das auch schon gesagt, dass ich manchmal den Mittelfinger benutze. Dafür hast du doch den Zeigefinger. Ja, ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Okay, zurück zum Thema. Dieses Auto ist aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht optimal verarbeitet, was ich natürlich auch erwarte, wenn ich in einem Auto für 100.000 Euro sitze. Wir haben hier echt Holzapplikation und ganz wichtig, wir haben hier keinen Klavierlack. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Natürlich sieht man auf dem Display hin und wieder schon mal ein paar Toucher, aber es ist nicht mit Klavierlack, sondern wir haben hier Echtholz, wie gesagt. Wir haben hier alles Leder, wahrscheinlich auch Lederimitat und wir haben hier jede Menge Platz. Und das möchte ich auch noch mal zeigen. Also ich habe hier ein Fach, wo es wieder relativ tief reingeht. Und hier vorne haben wir tatsächlich auch wieder eine Mittelkonsole, die sich aber auch nochmal nach unten hin erweitert. Und hier unten drin haben wir auch 2 USB-Stecker. Ich kann das jetzt hier halb öffnen, damit ich den Getränkehalter habe. Oder dieses, nennen wir es mal Münzfach. Dann kann ich das auf und halb zumachen und so weiter. Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Und auch die Türen, da haben wir auch dieses Echtholz. Wir haben hier ja so Stoff, kannst du auch gerne auf deiner Seite zeigen. Haben hier einen schönen Stoff und hier alles weiches Leder. Ja, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und tatsächlich auch in der dritten Sitzreihe haben wir auch noch Getränkehalter. Und wie gesagt, die Sitze sind auch beheizt, was ich natürlich auch alles von hier aus steuern kann. Ja, also als Reisemobil für, sage ich mal, mehr als 5 Personen, die jetzt nicht alle so groß sind wie ich, ist das schon sehr, sehr optimal und sehr, sehr gut. Und die Langstrecke, wie ihr gesehen habt in dem vorherigen Video, hat mir jetzt auch keine großen Probleme bereitet. Obwohl das Model X platzmäßig, wie ihr gesehen habt, wirklich großzügig ist, fällt es im Vergleich zu anderen Autos jetzt von außen gar nicht so sehr durch seine Größe auf. Der Kia EV9 beispielsweise wirkt deutlich wuchtiger. Also ob neben meinem Enyaq oder auf dem Parkplatz hier vor dem Schwimmbad, das Model X fügt sich meiner Meinung nach recht unauffällig ein. Was man jedoch bedenken sollte, ist der Wendekreis. Mit über 12 Meter, je nach Variante sogar 12,90 Meter, ist das Auto alles andere als wendig. Der Kia EV9 ist da übrigens ähnlich unterwegs. Mit beiden Fahrzeugen würde ich daher enge Parkhäuser eher meiden. Kommen wir aber nochmal zu den Highlights des Model X, die, und das darf man nicht vergessen, serienmäßig mit an Bord sind. Das Soundsystem hat mit 965 Watt ordentlich Wumms und macht nicht nur beim Netflix-Schauen richtig Spaß. Übrigens lassen sich alle Sitze zu einer ebenen Ladefläche umklappen und dann mit einer Liegefläche von 1,90 Meter dürfte es den meisten leicht fallen, sich hier auch mal hinzulegen und auszuruhen. Sogar mir. Das Kofferraumvolumen beträgt stolze 2487 Liter und dann gibt es ja noch den Frunk mit 187 Liter. Selbst mit aufgestellter zweiter Sitzreihe bleibt immer noch genug Platz, wie ihr hier sehen könnt, ein Klavier mitzunehmen oder den neuesten Instagram-Trends zu folgen. Im Zubehör von Drittanbietern gibt es auch passgenaue Matratzen oder auch hier so Taschen, die genau in diesen Frunk reinpassen. Und das ist natürlich perfekt, wenn man diesen Stauraum effizient nutzen möchte. Was mir tatsächlich negativ aufgefallen ist, wegen der Falcon Wing Türen gibt es keine Ablagefächer für die Leute in der zweiten Sitzreihe. Auch auf der Rückseite des Fahrersitzes fehlen Taschen, was für Familien dann doch wieder unpraktisch ist. Eigentlich gibt es dann nur Getränkehalter.
Meine Kinder stört das jetzt, also die Älteren stört das jetzt überhaupt nicht. Die feiern halt den Monitor in der zweiten Reihe so sehr, dass ihnen fehlende Ablagen völlig egal sind. Ich selber würde mir übrigens wie im Model 3 noch ein Ambilight wünschen, denn so jetzt hier wirkt der Fahrgastraum im Dunkeln etwas farblos. Obwohl ich hier nicht die Plate-Version fahre, muss ich sagen, dass die Long-Range-Version in allen Bereichen wirklich ausreicht. Mit 670 PS liefern die zwei Motoren schon richtig Leistung, was ich dann mit meinem Kumpel Thomas auch mal ausprobiert habe. So, ich hole jetzt den Thomas ab. Und der Thomas ist ein alter Freund von mir. Und der wollte mit dem Model X mal mitfahren. Er hat sich sonst eigentlich nie für irgendwelche Autos interessiert, die ich hatte. Oder allgemein, jetzt ist der, glaube ich, nicht so der Autofreak. Aber den holen wir jetzt ab und er hat gesagt, er möchte mal mitfahren. Ja, dann machen wir das doch einfach. Hi, ich dachte, er hätte Flügeltüren. Da hinten. Ach so, ja stimmt. Habe ich gerade im Video noch angeguckt. Und wo kommt das dann hin? Dann, Thomas, bitte. Wo kommt das? Wieso machen die so einen Blödsinn? Abgasskandal. Was geht? Hast du auch hier ein Megafon nach draußen? Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Ist doch bekloppt, ey. Das erste Mal im Tesla? Ich bin mal vor Jahren mit dem wie heißt der? Bernd mitgefahren. Ja, das hier finde ich schön, das erinnert mich natürlich an meinen Toyota. Das geht natürlich jetzt noch weiträumiger. Das ist die größte Windschutzscheibe der Welt in einem PKW. Oh, watch! Ach du Elend! 210, 220, 230. Eieiei! 250. Ah! What? So viel war ich noch nie! Puh! Das ist eine... Nochmal oder? Nochmal oder? Ja? Meine Güte, ey. Der geht ja noch höher. Ah, what? Nee, das muss ich... Gut bei 50 anzufangen. Das war nicht so krass. War das genial! Leute, ey! Ja, das war auf jeden Fall krass. Thomas war übrigens fest der Meinung, dass ich in dem ersten Versuch 267 km/h geschafft habe. Aber so wichtig ist das dann auch wieder nicht. Wirklich ausfahren kann man den Speed selten. Und selbst auf der Strecke von München nach Solingen war das wirklich wenig möglich. Die Geschwindigkeit zerrte auch jetzt in diesem Test hier an meiner Kraft, weil das ist wirklich anstrengend. Nicht nur für mich, auch für den Akku, der 100 Kilowattstunden fasst. Und daher nochmal ein paar Worte zum Laden. Das Laden an sich stellt ja bei Tesla vom Handling her jetzt keine große Herausforderung dar, das wissen wir. Und auch preislich ist es attraktiver als viele andere Anbieter. Während der Spitzenzeiten zahlt man etwas mehr, aber außerhalb dieser Zeiten wurde mir meist ein Preis von unter 50 Cent pro Kilowattstunde angezeigt. Und diese günstigen Tarife gelten allerdings nur für Nutzer eines Tesla-Abos, welches halt 12,99 € im Monat kostet. Das gibt es aber auch für alle anderen, die jetzt kein Tesla haben. Die Ladegeschwindigkeit ist mit bis zu 250 kW wirklich beeindruckend. Und eine ganze Netflix-Folge auf dem 17-Zoll-Display schafft man bei dem Tempo sowieso nicht. Und falls hier gerade ein "Ihr redet euch die Ladepausen schön" Kritiker zuschaut, ich wüsste nicht, wo ich sonst in einem beheizten Sitz mit so einem Soundsystem in Ruhe eine Serie schauen könnte. Ein weiterer Vorteil: Sollte der Akku nicht bereits warm genug sein, wird er automatisch vorkonditioniert. Sobald man halt eine Ladestation über das Navi auswählt. Manuell, also manuell auch nicht, aber auch manuell geht das nicht, was ich ein bisschen schade finde. So, jetzt sind die Türen richtig auf. Ich habe noch was nachgeguckt, denn ja, nach dem langen Trip von München nach Solingen bin ich jetzt mit diesen ganzen Kurzstreckenfahrten hier auf einen Verbrauch von 25,1 Kilowattstunden gekommen.
Der Mehrverbrauch gegenüber der Langstrecke liegt vor allem am häufig kurzfristigen Einsatz von Lenkrad und Sitzheizung und der ganzen Aufheizen des Fahrzeugs halt. Und natürlich war da halt auch noch diese Heizerei, ne? Ja, die Tesla-App, auf die wir heute nicht weiter eingehen, ermöglicht uns ja auch das Vorheizen des gesamten Innenraums, des Lenkrads und der Sitze, was halt wirklich praktisch ist und das nutze ich halt natürlich dann auch, gerade wenn es jetzt wieder ein bisschen kälter wird. Was ich allerdings krass fand, der Wächtermodus kann bis zu 14% vom Akku ziehen. Nach ca. 10 Stunden Standzeit auf dem Coworking-Parkplatz waren das mal schnell 27 Kilometer. Und da sollte Tesla definitiv noch mal was machen, denn im Alltag wird es mit der Reichweite sonst eng. Statt der 576 Kilometer nach WLTP landet man dann eher bei 400. Wie ihr jetzt in kurzen Bildern seht, habe ich das Modell X auch mal bei Nacht getestet und Aufnahmen gemacht. Und dabei war vor allem das Matrixlicht halt für mich ein echtes Highlight. Tesla hat nämlich via Software-Update kürzlich das Matrixlicht freigeschaltet. Und das halt kostenlos, auch für ältere Fahrzeuge und andere Modelle. Nur mal kurz zum Vergleich, bei meinem Skoda Enyaq, bei dem ich die Leasingrate niedrig halten wollte, habe ich nicht einmal eine automatische Abblendfunktion. Ich meine, ich kann sie jetzt da noch kaufen, aber naja. Daher war ich natürlich ganz besonders gespannt, wie sich das Ganze halt auch nachts schlägt. Und ich muss sagen, ja, ich war wirklich fasziniert. Der Lichtkegel spart entgegenkommende, vorausfahrende oder kreuzende Fahrzeuge präzise aus, ohne die Umgebung dunkel zu lassen. Und das finde ich eine echt coole Funktion. Dieser Tesla als Pressewagen war natürlich mit allen Software-Upgrades für autonomes Fahren ausgestattet. Wobei es ja offiziell nur Potenzial für autonomes Fahren heißt. Der Enhanced Autopilot für zusätzliche 3.800 € bietet Funktionen wie das Fahren von der Autobahnauffahrt bis zur Abfahrt, Spurwechsel, Überholen und sogar Autoparken. Und dieses Autoparken hat auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad tatsächlich sehr gut funktioniert. Meine Tochter bekommt zwar regelmäßig Panik, wenn Autos irgendwie alleine fahren, war dann aber doch ziemlich beeindruckt. Gerade bei so einem großen Schiff wie dem Model X ist das eine wirklich sinnvolle Funktion. Auch Längsparklücken wurden erkannt, wobei das an einer unbefestigten Straße, also da wo nur so ein Randstreifen ist, ja dann doch nicht so ganz geklappt hat. Das war dann wohl der Parklückenendgegner. Der automatische Gangwechsel funktioniert übrigens auch ziemlich gut, wenn man sich an die Anweisungen hält, die auf dem Display angezeigt werden. Auch der Spurwechsel auf der Autobahn klappte gut und zeigte keine Probleme, aber irgendwie brauche ich diese Funktion dann nicht so sehr, das mache ich lieber selber. Irgendwie will ich hier irgendwann mal das ganze autonome Fahren sehen, also das Richtige, aber das wird es in Deutschland wohl erstmal nicht geben und so gesehen macht dann das Paket für 7.500 € in meinen Augen jetzt auch nicht so viel Sinn. Hauptsächlich aber wohl wegen der Regularien und nicht, weil Tesla das nicht könnte. Als Familie können wir uns das Model X tatsächlich gut vorstellen. Selbst zwischen den Kindersitzen war echt immer noch sehr viel Platz, dass meine Frau, schlank und rank wie sie natürlich ist, bequem sitzen konnte. Das klappt bei unserem Enyaq definitiv nicht. Und Sarah, du sitzt zwischen den Kindersitzen, wie ist das? Ja, an den Armen ein bisschen eng, aber von den Schultern her und von den Hüften klappt das wunderbar. Also das habe ich selten irgendwo in einem Auto, dass man da so bequem zwischensitzen kann. Du willst raus, ne? Die Flexibilität der Sitze ist ebenfalls ein großer Pluspunkt. Sie erlaubt es, verschiedenste Alltagssituationen zu meistern. Und wenn es mal nötig ist, kann man sogar durch den Kofferraum auf einen Sitz klettern. Ich brauche noch einen Sitz. Wir müssen ehrlich sein, ein Auto in dieser Preisklasse werden wir uns hier als Familie nie leisten können. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Na gut, wenn uns jemand zwingen würde, so viel Geld auszugeben, würden wir sicherlich auch andere vollelektrische 6- oder 7-Sitzer erstmal genauer unter die Lupe nehmen. EV9 oder ID.Buzz, den ich ja leider jetzt noch nicht fahren durfte, sind da mindestens 2, die mir jetzt erstmal einfallen. Das Model X ist in diesem Segment, was den Preis angeht, auf jeden Fall nicht so konkurrenzlos, wie es das Model Y oder Model Y oder das Model 3 in ihren jeweiligen Klassen sind. Dennoch hat es natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, so einen Luxusschlitten mal zu fahren und daher nochmal vielen Dank an Tesla für diese Möglichkeit. Außerdem nochmal ein herzliches Danke an den heutigen Sponsor, der dafür gesorgt hat, dass der Kopf und der Hals bei diesem Winterwetter schön warm geblieben sind. Ja, und wie immer interessiert mich auch eure Meinung zum Model X. Würdet ihr euch für so ein Auto entscheiden oder habt ihr das vielleicht schon? Und welche Alternativen seht ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, abonniert den Kanal und folgt mir auf Instagram, damit ihr keine Neuigkeiten mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Manuel von Familie Elektrisiert.